Gibt es irgendwas, was ich mit meinen Händen machen soll oder auf keinen Fall machen soll? Tun bin ich in der richtigen, ja. Irrsinnig menschlich. Irrsinnig sind irgendwie alle und vieles. Und wenn es mit Menschlichkeit gepaart ist, haben wir gedacht, es passt. Es gehört halt zum Leben dazu. Es gibt kein Leben, was immer nur gut läuft. Ja, es kommt darauf an, ob die Maise gesellschaftlich akzeptiert ist. Wenn sie zu viel arbeiten, haben einen Burnout und sind berühmt und schreiben dann ein Buch drüber, dann erhöht das noch ihre Attraktivität für Talkshows. Darüber sprechen tut man eigentlich selten, weil man natürlich Angst hat, dass das Gegenüber vielleicht denkt, oh mein Gott. Die denken immer eingesperrt, Zwangsjacke, Psychiatrie, lebenslang krank, immer negativ. Ich bin nicht gut genug, ich funktioniere nicht. Ich bin ja total verrückt. Und wenn das jemand erfährt, dann will keiner mehr was mit dir zu tun haben. Ich habe das erst, ehrlich gesagt, Schritt für Schritt begriffen, was das eigentlich ist. Ne? Also eine Depression oder mit alles das. Ne? Bei mir ist es erst richtig so zum Vorschein gekommen, als ich in der Uni war und studiert habe. Deswegen passe ich auch so gut in dieses psychisch-fit-Studieren-Programm rein. Studienbeginn ist stressig. Neuer Ort, anonyme Großstadt, neue Freunde, man muss alles neu organisieren. Viele lieben das. Für manche ist es eine echte Herausforderung. Das ist ja auch nicht das Ziel von der Universität, dass da ganz viele Studenten erst mal anfangen und dann irgendwie auf der Strecke bleiben. 30% der gesamten Bachelorstudierenden brechen ihr Studium ab. Das ist ein riesengroßes Problem. Das ist gar nicht die Krankheit selber, sondern die Auswirkungen. Und das brechen wir, indem wir psychische Krisen quasi immer in großen Gruppen besprechbar machen. Wir besprechen mit ihnen, was sie für ihr Wohlbefinden im Studium tun können. Das ist, glaube ich, eine Frage, die es wert ist, sich zu stellen. Was mache ich für meine Psyche, die wir vielleicht im Alltag manchmal vernachlässigen. Zum Beispiel öfter mal ihre Handys abschalten, mehr bewegen, mehr in die frische Luft gehen. Die Ernährung gehört dazu. In einem zweiten Teil haben die Beratungsstellen der Universität und der Hochschule Zeit, sich vorzustellen. Also sagen alle, die sind gar nicht bekannt, die Hilfs- und Beratungseinrichtungen. Und darum geht es halt auch, den Studierenden zu zeigen, wo sie sich in der Hochschule Hilfe holen können. Das kann auch interessant sein und inhaltlich wichtig, aber die persönliche sozusagen Ebene fehlt da. So. Und der persönliche Betroffene verändert das Gesprächsklima. Das ist also unser Erfolgsrezept. Der echte Mensch, der es durchgemacht hat, das ist was Neues. Das hat es noch nie gegeben. Ja. Wenn ich dann anfange, meine Geschichte zu erzählen, dann ist es meistens ziemlich ruhig im Raum. Also alle Studis sind erst so wow und hören zu. Ich stehe dann da in diesem Raum vor diesen ganzen fremden Leuten, rede über dieses Thema sehr offen, lasse da emotional die Hosen runter. Und jeder im Raum weiß, dass das Stärke ist. Aha, ich habe es verstanden, ja. Ich habe es verstanden, es ist nicht etwas, für was man sich schämen muss. Hey, ich bin nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir können das organisieren im großen Maßstab, dass die persönlichen und fachlichen Experten zusammenarbeiten. Das kann kein anderer in Deutschland. Wir arbeiten ja mit einer wertschätzenden Grundhaltung. Also wir würden niemals jemanden vorführen oder eine seelische Erkrankung vorstellen. Ich gehe da als ich rein und als Mensch mit einer dünnen Haut, aber ich gehe da nicht rein als Ramon, 28, bipolar. Es geht immer darum, was hat mir geholfen, wie bin ich da rausgekommen, wer hat mich unterstützt, wie geht's mir heute. Diese Sache normal zu machen oder diskutierbar zu machen und auch zu zeigen, dass das keine Schwäche ist, das ist die Kernbotschaft. An die Worte der persönlichen Experten erinnert man sich sehr lange und erst recht in den Augenblicken, wenn es einem selber dreckig geht. Genau die Funktion hätte mir, glaube ich, auch geholfen. Also Menschen zu sehen, die eine psychische Erkrankung mit sich rumtragen oder in ihrer Vergangenheit hatten, die aber trotzdem ihr Leben leben, die erfolgreich sind, die glücklich sind. Das ist die eine Stellschraube, einfach wenn ein Problem da ist, früher Hilfe holen von einem Profi. Psychische Gesundheit, psychisches Wohlergehen ist das Lebensthema. Also wenn wir das nicht haben, kommen wir nicht gut durchs Leben. Ne? Ich bin heute glücklich, ja. Also ich kann das Leben leben, das mich glücklich macht. Das war ein langer Weg, ja. Sehr befreiend.